Moin moin liebe Leute, willkommen zurück zu Teil of Rise. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Und ich glaube, wir neigen uns jetzt endgültig dem Ende unserer Reise. Ein bisschen Wehmut ist in mir drinne. Aber wir öffnen nur diese Tür und schreiten hindurch. I guess this is the flip side of that pathway we were walking on just a little while ago. This is crazy. Who knew such amazing technology existed? Everything's topsy-turvy and that's all you can think about? Bear in mind, the core of Rena now sits above us. I pray that we won't encounter many stairs along the way. Ich dachte, jetzt passiert irgendwas Episches. Natürlich ein epischer Bossfight. Mit so einem Iro. So, war das? So, Junge. Oh. Kommt das fliehen? What you got? This is gonna need all of us together. Ja, genau. Vielleicht hätte ich die mitnehmen sollen. 58 sind wir gerade frisch geworden. Ach, was soll's, ey. Was soll's. Dornen. Ah, mit Blumen. Guck mal, wie schön. Wow. Wieso kann Shion und sowas nicht? Zack. Oh. What are those? They look like Shion's thorns, and with flowers too. Not real ones, though. They're just like that flower growing out of Rena. We must be getting close to the Great Spirit now. Hey, Rinwell, what was that thing you said about how a little bit of Dana's Great Spirit is inside all of us? Right. That's why Dana's Great Spirit is so much more diluted. Weak, even. Whether it was a choice so it didn't overpower others, or just the way it is anyone's guess. If that's true, then wouldn't it mean Dana's will could never form under natural conditions? Yeah, sounds like that's probably the case. So if Dana exists within all of us, then what if something occurred that brought everyone's hearts and minds together as one? That unity could potentially act as Dana's will. You mean if everybody was, like, thinking the exact same thing at the exact same time? Come on, there's no way we could pull that off. I know it's a long shot, but it might work. Let's assume that's even possible for a second. Would it even be enough to fight back against Rena's Great Spirit? If nothing else, it might be an option if we can't use the Renis Alma. Things are different here than on the surface. That shows how deeply we've ventured into Rena. And how close we've come to the real enemy. Die mächtige Genki-Dama von Goku, nimm meine Kraft! So here's a question. We came all this way to Rena on the assumption the Renis Alma's here, right? Just don't say it, Law. Yeah, but I'm just saying... I said don't. I can understand why you might be concerned, Law. But you need to remember that there are people it affects more directly than you. Oh, sorry. We've managed to make it this far believing. Losing faith now won't do us any good. We're better off focusing our anxiety elsewhere. Such as? The Great Spirit. If Hevrect 35's to be believed, our enemy won't just be handing over the Renis Alma to us. At least, not without a fight. Not only that, but that same enemy just gulped down more than an entire world's worth of astral energy. Point taken. It may be strange to say, but when I'm fighting, or at least know what needs to be done, it helps me a lot. I don't doubt myself as much. So thanks, both of you. Ah, mit dem Alter kommt Weisheit. Was bei mir irgendwie voll vorbeigefahren ist. Aber gut. The floor's on the ceiling and the ceiling's on the floor. This whole thing's making my head spin.
Why would they even do something like this? The Helganquil can bend life forms to suit their will. Nothing they could do at this point would surprise me. The ceiling is on the floor. That doesn't weird you out? What good is a team made up of members who all share the same opinions on everything? And besides, when you get to be at my ripe old age, one begins to consider it quite uncouth to show one's true emotions at times. Oh, come on, Grandpa. You can't be that old. The sands of time wait for none of us, lad. Yeah, we'll see. Though at this rate, I guess I'll have to live long enough to get as old as you first, huh? You will. And when the time comes, I look forward to hearing you change your tune on the matter. Oh mein Gott, die beiden sind so süß. Aber Wumsel, Mensch, da freue ich mich. Aber guck mal, Wumsel. Also klatsche ich mal. Oder auch nicht, hallo? This should come in handy when crafting weapons. Aua. Ananas-Gelee. Wenigstens etwas. Unsere gute alte Oma. Ob wir sie auch eines Tages zu Gesicht bekommen. Ne, warte. Ach so, ach so. Ja, stimmt, der gleiche Raum. Okay. Also rechts rum. Warte mal, mich interessiert aber was für... Ich klatsch das damit. Ne, da mal. Obwohl, was... Ja, komm. Natürlich beide! Ach, verdammt, Yeah, für... Perhaps we ought to recuperate for a while. I agree. Fighting in this state would be reckless. Ja, wäre es. Aber Alter, 700 Erfahrungspunkte. Nichts. Da fällt mir auch gerade ein, beim Kampf ist mir aufgefallen, ich habe gar keine Heilungssachen gekauft. Hallo. Made it here in one piece. Komm, oh Mann, hier nochmal. Zur Stelle senden. Ja. 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 Nein! Nein! Ja, nein. Da! So. Objekte kaufen. Okay, Mann. Danke. Dann haben wir noch da. Danke. Danke. Nee. Ich habe keinen Trank des Lebens mehr. Alles verschossen, Alter. Was ist los? Nein! Oh. You can never be too La. Falsche. prepared. Da. Oh, jetzt wieder zurück. Da war keine Stelle. Ah! Oh mein Gott, ich hasse mich. Manchmal sehr sogar. Ah, nur manchmal. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich bin nochmal zurückgelatscht, habe mir Essen gekocht und mich mal komplett geheilt, weil das habe ich natürlich nicht gemacht. Warte mal, links können wir auch lang. Nein. Okay. Das Erz. Komm jetzt. Ah, eine Kiste, okay. Oh nee, ey. Bei Gott, nein. Ach, die Wumsel habe ich... Ach, wir können ja auch ganz einfach abhauen. Idioten. Oh Gott, oh Gott. Let's end this and get a bite to eat instead. Ja. They may look cute and stuff, but they're vicious. Was haben wir hier? Ich habe noch mal geguckt bei der Arena, ne? Wenn du den Kappes da bestreitest, bei jedem anderen, bei... You've got to be lucky to find this stuff. Indeed. I can tell it's quite the find. Ich weiß gerade nicht, was wir... Ich glaube, mir Amulett-Dings, ne? Auf alle Fälle, wenn du den mit Alphen machst, im Single-Run oder mit Shion, mit Dohalim, du bekommst immer Stuff und Goodies. Außer mit Law, da bekommst du Sachen. Also sprich, eine bessere Rüstung und sowas. Nein! Scheiße! Und ich gebe Geld aus.
Und die Oma hinterlässt mir was und ich... Ja, na egal. Ja, außer mit Laura, da bekommst du den Scheiß. Und ich denke mir so, was soll das? Oh, komm, was? Zumal du den Stuff halt bekommst, wenn das Spiel schon vorbei ist. Also ich... weiß ich nicht. Warum Spiel? Das ist nicht besonders gut gemacht, oder? So wie diese Scheiße hier. Aufzüge mit Gegnern voll zu klatschen ist auch nicht. Ey, wenn das jetzt wieder so 5, 6 Runden hier geht, ne? Oh. Ah, die sind noch klein. 38. Alpen knallt sie sowieso die ganze Zeit seine Ult, Alter. Was passiert hier gerade? Jetzt geh doch mal runter. Oh. Wow. Ach, das war Chions Schuhe. Ich dachte, da klatscht jemand ganz fleißig in die Hände. Weil der erste hat toll gemacht, Alpen. Wundervoll. Ah. Wir sind schon dabei, das ganze Bumsen hier zu verdreschen. Muss man vorstellen, Truppe. Oh, was war das denn? Chillst da mit deiner ganzen Truppe da. Hältst da Maul auf den Fall, chillst dein Leben. Kommen da irgendwelche Leute, verdreschen dich aber. Aua! Da. Bam. Das geht ja hier wie am... Ich wollte Schnitzel sagen. Wieso schnitze ich jetzt gerne an Schnitzel? Aber man kann nicht alles haben. Aua! 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 Ja, natürlich mehr, weil das Spiel muss es ja irgendwie strecken, ne? Also da sich das Spiel hier schon mit Gegnern zukotzt, ist es schon ein bisschen frech, dass du da so wenig XP für bekommst. Du bezahlst schon 70 € für das Spiel, also damals habe ich es zum Vollpreis gekauft. Bezahlst du schon so viel. Und dann musst du noch irgendwie zu sehen, wie du das Spiel halt meisterst, wenn du halt nicht levelst, ne? Wie ein Bekloppter da stundenlang durch die Gegend rennst. Dann hast du halt Pech gehabt. Oder eben du bezahlst Geld, hey, weil du hast schon 70 € bezahlt, dann kannst du noch einen 10er zahlen, weißt schon. Ist ja jetzt nicht so, dass du schon für die Skins da irgendwie einen 5er zahlst. Ich meine, die Skins, ne, das ist eine Sache. Oh, ey. Aber ich bin schon so ein bisschen so eine Skin-Hure, muss ich zugeben. Ich mag das, da gebe ich auch mal Geld für aus. Vor allen Dingen, wenn ich das Spiel dann mag. Hey! Also so ein wenig reicht es auch jetzt hier. Oh, ja, wieder. Bam! Alton, hast du auch mal eine andere Platte? Oh ja, wundervoll. Wo seid ihr denn? Ah. Ich habe noch ab und an überlegt, dass sie sich nicht gegenseitig auf dem Training verdreschen. Ominöse Augapfel! Aber den Augapfel, den brauchen wir. Für Alphons Waffe war das, glaube ich. Wenn wir dann mal so einen ominösen Händler noch finden. Sind wir richtig? Ja. Dann würde mich nicht wundern, wenn hier gleich einer um die Ecke ist. Die sind überall. Die tauchen auf wie Herpes. Sind die da und die bleiben. Ne. Sollte jetzt bedrohlicher wirken, weil ich so rot... Oh, boah, guck mal, Pegasus. Bloß ohne Pilger und mehr Sass.
Ah. So. Welch glücklicher Zufall, dass sie so eine Ranke runterwächst, ne? Ha! Dankeschön. Elfenkristall. Okay, da können wir... Natürlich. Müssen wir da auf der anderen Seite hin, anstatt darüber zu klettern. Okay, das... Open! Ernsthaft, wegen Ärzte? Ein Platinstück. Also es ist schön, dass wir da so viele Goodies bekommen jetzt, aber Alter. Ich mag das nicht, wenn das Spiel dich so zuscheißt. Das heißt, ich brauche es. Benutze es. Sonst schaffst du den Boss nicht. Oh nein. Bruder, musst du jetzt genau davor latschen? Danke. Okay. War hier eine Tour oder so? Ne. Nein, geh weg. The Zoogles here are putting up a real fight. That just goes to show how important this place is. Ja, doch. Or perhaps they simply thrived freely here under such harsh conditions. I don't give a damn why they're here. We'll burn it all to the ground. Okay, beruhig dich, Alter. Brand legen ist jetzt gerade nicht sehr legal, ne? Also... Dir sind die Konsequenzen hoffentlich bewusst. Oh Gott. Haha. Ups. Oh, Freunde, ich will nicht. Auf geht's. The astral energy here is so dense. It's like trying to walk through water. I know the Great Spirit's will is in the center of Rena, but with the world in this state, the entire planet has become its body, right? So doesn't that mean we're already inside it? I would say that is horrifyingly correct. After all, the further we climb, the denser the astral energy becomes. What's the matter, Rinwell? Are you not feeling all right? No, it's nothing like that. It just feels like the energy here is a little more intense than it was before. You mean Rena's energy? Yeah, it's like when I made contact with Dana's will in the wedge. It's almost as though I can understand what Rena's will is thinking. But Rena's will is supposed to be a lot stronger. Aren't we risking the Great Spirit controlling us if we interact with it directly? I don't think we have to worry about that. Rena's will is only supposed to control true Renans, like the Helganquil. If we can discern what the Great Spirit is thinking too, we might learn something, a weakness. But just to be safe, let me contact it alone. Are you insane? Rinwell, you're gonna... Rinwell! Typisch Kinder, machen alles auf eigene Faust. There was only meant to be one world. And your goal is to make them one. Is this fear? What just happened? Are you all right? Rinwell? Rinwell, are you okay? No, I'm fine. I think. What were you thinking? You could have gotten yourself killed! He's right. You had us all terrified, Rinwell. I'm sorry. I really, really am. But I know now. I know how the Great Spirit thinks. I know what it wants. How it feels.
Rena's great spirit wants to complete the world. What's that supposed to mean? Are you saying it's trying to make something? Yes, exactly. Originally, Dana and Rena were meant to be one world. But that never happened. They've stayed separated, and the Great Spirit wants to finish the process. What do you mean, one world? How is that even possible? I don't know, but its will is clear. That's what the Great Spirit is trying to accomplish. The only problem is that since Rena's energy isn't evenly spread like Dana's, it seems like it'll vanish before that happens naturally. So it's trying to absorb Dana while it still can, so that it can force the two planets to unite. Is that what you're saying? The Great Spirit is scared. But it's not scared the way a rational person would be. It's more raw and undiluted, like just pure fear. Like an animal, acting out of instinct. Although admittedly, an animal would be easier to communicate with. At the very least, I have my doubts that it recognizes us as sentient beings with a reason for coming here. Earth, water, fire, and wind energy exist in both worlds, but only darkness and light can be found within Rena and Dana, respectively. The Renis Alma, as far as we know, the only host capable of harvesting the astral energy, is composed of all six. Knowing all that, Rinwell's findings do sound plausible. That sounds a lot like Shion's thorns, doesn't it? The whole reason the Great Spirit is trying to unite Dana and Rena into one world is in order to save itself. And if her thorns are part of the Great Spirit, then they must also be trying to save themselves? Alphen, what is it? We thought the only way to free your thorns was for you to die. Yet despite that, they seem to be doing everything in their power to stop that from happening to you. Something wasn't adding up. But then I just realized something. If the Great Spirit doesn't want to die, then neither would your thorns. Those same emotions, that fear, that determination, and its energy must have been the same thing that was keeping you alive. You were its vessel. In that case, is that why her thorns caused so much pain to anyone who touched her? Because they were trying to protect themselves? If that's all true, then... well, it's more than a little ironic. The Great Spirit merely expresses its desires. I imagine it was the Helganquil who were likely tasked with putting together and implementing an actual plan. Shion. I'm okay. We need to hurry and clean this mess up before it gets out of hand. Still, even if the current state of the world is wrong like you said, does that really make everything okay? If the world had been whole from the start, as it should have been, there'd be no Dana and no Rena, no masters or slaves, no lords, no crown contest, maybe just peace. Ja, tut mir leid, aber Alphen, das ist schon ein bisschen zu naiv von dir. Selbst wenn die Menschheit findet irgendwas, wo die... Zumal, warum... Natürlich wird es doch dann Dana und... Nein, warte mal. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ja klar, die Dana kommen aus Dana und die Rena aus, ne, da oben. Aber dennoch haben die Rena doch die Fähigkeiten, die die Dana nicht haben. Aber andererseits, wenn das alles von Anfang an wäre und die Helganquil... Aber wenn die nicht da wären, dann gäbe es keine Menschen oder gäbe es nur keine Rena? I'm confused. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Muss ich nur mal nachschlagen. Achso. Unstillbarer Hunger. Hab ich auch. All this started because of the Great Spirit's desire to keep living. The only reason it craves energy is because it's dying from starvation. When you think about it like that, maybe the things it's done aren't so strange after all. If Rena had been more like Dana, things would have worked out a whole lot better. It's like Hevrecht 35 told us. The Danan and Renan spirits are meant to be completely different beings.
Rena's energy amassing in one place led to its developing a powerful will. But that also made it crave energy, sapping Rena dry until it perished. Whereas Dana's energy is dispersed, meaning its will never developed to the same extent. And without that hunger, Dana the planet was spared. As for which is correct, well, I'm not sure it's our place to even say. Still, I can't help but think it reminds me a lot of the dichotomy of the human condition. Dichotomy? What do you mean? Those who know not satisfaction are driven to keep devouring without limit. But those who are content with their lot in life rarely fulfill their potential. I imagine it's likely that the larger Rena's great spirit grew, the more and more powerful its hunger also became. Everything in moderation. When all's said and done, maybe that's the hardest thing for people to learn. Wow. Ja. Erkennt man sich vielleicht selbst wieder? Wer weiß. Naja. Nee. Ich dachte gerade, vielleicht kriege ich eine geschallert, wenn ich da gehe. Hab ich mich erschrocken. Hier. Nein! Geh weg! Warte mal. Ja. Da wollen wir einmal hin. Einmal die Rüstung oder Kristalle mitnehmen, was immer da rumliegt. Oh. Oh. Müssten wir, glaube ich, jetzt 4 von haben? Oder 3? Weiß ich nicht. Darf ich ja mal? Danke. Geht hinterher. Statzen. Das ist unser Pegasus. Ohne Pega mit mehr Sass. Das ist ein scheiß Drache. Verpiss dich, Junge. An opponent like this should be Oh. Easy. Ja, Mann. look sharp. Lightning Tschüss. Ja, wann mit dir? I know fine weapon material when I see it. Oh, hey. 262 Erfahrungspunkte. Entschuldigung, dass ich so darum jammer, aber was ist das denn für eine Scheiße? Ja, das Spiel soll leveln und du sollst auch ein bisschen grinden und dich dahinter hängen. Ja, da habe ich auch vollstes Verständnis für. Ich spiele Spiele, wo das ständig der Fall ist, wo ich stundenlang durch die Gegend renne, aber das ist ja Katastrophe. Übertragen. Wherever we go on this planet, there are machines littered everywhere. It's impressive to look at as a bystander, but I sure wouldn't want to live here with all of this around. I know what you mean. There are no fish here. I couldn't cook any of my delicious dinners for you all if we lived here. Clearly the worst point against it. Ja, und die ganzen ekelhaftigen Käfer, die hier drin sind. Aber gut, wir gucken uns den Rest dann im nächsten Part an, Leute. Tschüss!